herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein weiteres Plätzchenrezept und zwar backen wir gefüllte Mandelschnitten mit einem Schoko-Pistazien-Topping. Dafür als erstes alle Zutaten für den Teig in eine Rührschüssel geben. 275 Gramm Mehl, 200 Gramm gemahlene Mandeln, 125 Gramm Puderzucker, 200 Gramm kalte Butter in kleinen Stücken, ein Ei, etwas Abrieb einer unbehandelten Zitrone und eine Prise Salz. Anschließend alles mit den Händen für 3 bis 4 Minuten zu einem glatten Teig verkneten und den Teig danach in einen Bogen Frischhaltefolie wickeln und mindestens für 1 Stunde, besser etwas länger, im Kühlschrank ruhen lassen. Nach der Ruhezeit den Teig aus dem Kühlschrank holen, die Arbeitsplatte und den Teig leicht bemehlen und jetzt mit einem Nudelholz dünn und flach ausrollen. Als nächstes brauchen wir ein langes Lineal oder etwas Ähnliches und einen Pizzaschneider bzw. ein Messer und schneiden den Teig zunächst in ca. 3 cm dicke Streifen. Und wenn das erledigt ist, nochmal senkrecht in ca. 6 cm lange Rechtecke. Die fertig ausgeschnittenen Plätzchen anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 12 Minuten hellbraun abbacken. Die Plätzchen danach aus dem Ofen holen, auf dem Blech oder einem Kuchengitter etwas abkühlen lassen und sobald sie abgekühlt sind, eine Hälfte der Rechtecke mit je einem Teelöffel roter Marmelade oder Gelee einstreichen. Ich habe hier wie schon bei den Spitzbuben wieder Johannisbeergelee verwendet und danach die anderen Kekse einfach auf der Marmelade andrücken. Das Ganze für die restlichen Plätzchen wiederholen und dann fehlt im Prinzip nur noch die Garnitur. Dafür die Kekse mit der Oberfläche nacheinander in geschmolzene Zartbitterschokolade tauchen, etwas abtropfen lassen und anschließend zurück aufs Backblech legen. Zum Schluss noch ein paar gehackte Pistazien auf die Plätzchen streuen. Alternativ könnt ihr hier auch gehackte Mandeln oder Haselnüsse verwenden und die Kekse anschließend nur noch aushärten lassen. Und so sehen die fertigen Pistazien-Mandelschnitten dann aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.